Hallo, in diesem Video zeigen wir dir, wie du bei VAG Automodellen die Batterie selber wechseln kannst. Wir gehen den gesamten Prozess Schritt für Schritt mit dir durch. Angefangen mit der Frage, wie und vor allem wo du die richtige Batterie finden kannst, wie du die alte Batterie ausbaust und daraufhin die neue Batterie wieder einbaust und schlussendlich, wie du die neue Batterie an das moderne Batteriemanagementsystem deines VAG-Modells anlernst bzw. kodierst. Das Vorzeigeauto ist ein Škoda Kodiaq, Baujahr 2017. Viel Spaß mit dem Video! Beim Kauf der neuen Batterie musst du auf folgende Eigenschaften Acht geben: Stromkapazität, Nennspannung, Kaltstartstrom, Baumaße, Batterietyp und Qualität. Die neue Batterie sollte die gleichen Eigenschaften wie die alte Batterie vorweisen. Die Stromkapazität und der Kaltstartstrom können jedoch minimal variieren. Nennspannung, Baumaße und Batterietyp müssen identisch sein. Der empfohlene Batterietyp bei neueren Fahrzeugen mit Start-Stopp-Automatik ist die AGM-Batterie. Diese ist auch vom Werk aus in nahezu allen modernen Autos verbaut. Bei der Suche nach einer geeigneten Batterie kann dir die Seite autobatterienbilliger.de weiterhelfen. Auf der Webseite gibst du einfach dein Fahrzeugmodell und die Motorisierung an. Der Konfigurator spuckt dir daraufhin eine große Auswahl an geeigneten Batterien heraus. Auf den ersten Blick siehst du, welche der oben genannten Eigenschaften die Autobatterie hat. Diese kannst du dann mit der vorhandenen Batterie im Auto vergleichen. Wenn du deinen bevorzugten Hersteller gefunden hast, kannst du auch direkt auf der Seite die Batterie erwerben. Alternativ kannst du auf Amazon nachschauen und Vergleiche aufstellen. Wir haben dir hier zwei Batterien in verschiedenen Qualitätsklassen herausgesucht, die für den Škoda Kodiaq Baujahr 2017 passen. Die Wata-Batterie ist beliebter und etwas billiger wie die Banner-Batterie, die wir in dieser Anleitung verwenden. Beide Batterien erfüllen auf jeden Fall ihren Zweck und haben eine hohe Qualität. Bevor du dich entschieden hast, die Batterie zu wechseln, empfehlen wir dir, den Beitrag Batteriedefekt, Symptome und Tests zu lesen. In diesem Beitrag werden dir alle Symptome aufgezählt, die auf einen Defekt der Autobatterie hinweisen. Zusätzlich erfährst du dort auch, wie du deine moderne Autobatterie zuverlässig testen kannst. Grundsätzlich sollte der Akku immer vorher durchgemessen werden, um eindeutig einen Defekt feststellen zu können. Alternativ kannst du auch den leichten Weg nehmen und den Akku mit einem Batterietester analysieren. Den Link zum Batterietester und zum Beitrag und zu all den hilfreichen Sachen findest du unter den Links in der Beschreibung. Die Batterie befindet sich bei allen VAG-Modellen vorne unter der Haube. Bevor du mit dem Ausbau beginnst, stelle sicher, dass das Auto aufgesperrt ist und du den Schlüssel bei dir hast. Wenn der Akkumulator erstmal draußen ist, funktioniert natürlich die Zentralverriegelung nicht mehr. Der Ausbau ist prinzipiell einfach. Löse zuerst die Befestigungsklemme am Minuspol und dann am Pluspol. Dadurch kann kein Kurzschluss an der Batterie entstehen, sollte das Pluskabel aus Versehen Kontakt mit der Masse des Autos bekommen. Darauf folgend ziehst du das Gehäuse, welches den Akku umhüllt, heraus, um Zugang zu den Verschraubungen zu bekommen. Die Autobatterie ist mit einer Sechskantschraube befestigt, die du einfach mit einer Ratsche und einer genügend langen Verlängerung lösen kannst. Vergesse nicht, die kleine Metallhalterung herauszunehmen, welche zusammen mit der Verschraubung gelöst wird. Als nächstes ziehst du die Batterie ruckartig nach vorne und hebst sie vorsichtig aus dem Gehäuse im Motorraum heraus. Anschließend solltest du zur Sicherheit nochmal die oben genannten Eigenschaften und Merkmale mit der neuen Batterie vergleichen. Wenn alles passt, kannst du auch schon mit dem Einbau loslegen. Der Einbau der neuen Batterie erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau. Den neuen Akkumulator hebst du einfach wieder in das Fach und schiebst ihn ruckartig zurück. Darauf folgend befestigst du die Autobatterie wieder mit der Sechskantschraube zusammen mit der Metallhalterung. Das rechteckige Gehäuse darfst du ebenfalls nicht vergessen. Beim Anschließen der Pole ist die Reihenfolge wieder anders. Als erstes klemmst du das Pluskabel an und danach das Minuskabel. Der Hintergrund dafür ist genau der gleiche wie beim Ausbau: Kurzschlussgefahr. Wenn alles wieder fest angeschraubt und angeschlossen ist, begibst du dich in das Auto und startest den Motor. Keine Angst. Die aufblinkenden Fehlercodes kannst du ruhig ignorieren. Die Meldungen sind normal, da die Batterie noch nicht registriert wurde. Bevor du mit VCDS das Anlernen der Batterie startest, kannst du eine Fehlermeldung schon ohne eine Programmierung entfernen. Der Lenkwinkelsensor kann nach einem Batteriewechsel einfach mit dem Lenkrad neu kalibriert werden. Drehe dazu dein Lenkrad einmal komplett nach rechts und einmal komplett nach links. Fertig. Ein Fehlercode sollte jetzt schon verschwunden sein. Wie schon erwähnt, musst du die neue Batterie nach dem Wechsel registrieren. Bei Škoda und allen anderen VAG-Autos erfolgt dies mit der Software VCDS. Bevor du beginnen kannst, musst du deinen Laptop mit dem Auto verbinden. Das erfolgt mit einem Hex V2-Kabel für dieses Automodell, welches du nahezu überall erwerben kannst. Einen Link dazu findest du in der Beschreibung. Mit dem Kabel verbindest du nun die OBD-Schnittstelle deines Autos mit dem USB-Anschluss deines Laptops. Als nächstes startest du das Programm und klickst auf Steuergeräte-Auswahl. Im Menü angekommen wählst du dann den Punkt 19
den Diagnose-Interface aus. Dort findet nun eine Identifikation des Steuergeräts statt und es wird versucht, eine Verbindung mit dem Steuergerät herzustellen. Nach der erfolgreichen Verbindung klickst du auf den Menüpunkt Anpassung 10 und wählst als erstes den Anpassungskanal Batterieanpassung Batterienkapazität aus. In dieser Funktion werden die Amperestunden der neuen Batterie eingetragen. Beachte, dass die Amperestundenzahl der neuen Batterie sich nicht stark von der alten Batterie unterscheiden darf. Da in diesem Beispiel die neue Batterie 70 Amperestunden hat, ändern wir den Wert von 68 Amperestunden auf 70 Amperestunden. Als nächstes wählst du den Anpassungskanal Batterieanpassung Batteriehersteller aus. Im Menü angekommen tippst du hier den Herstellernamen der Batterie ein. Das Steuergerät verwendet Kürzel und nicht den vollständigen Herstellernamen. Welches Kürzel du benötigst, kannst du aus der folgenden Liste entnehmen. Da wir in diesem Beispiel beim Skoda Kodiaq eine neue Banner-Batterie haben, tragen wir in das Feld AF ein. Im nächsten Schritt änderst du die Seriennummer der Batterie unter dem Anpassungskanal Batterieanpassung Batterieseriennummer. In den meisten Fällen besteht die Seriennummer aus lauter Einsen. Es genügt jedoch, wenn du nur die letzte Ziffer der Seriennummer änderst, damit das Steuergerät die neue Batterie erkennen kann. In diesem Beispiel haben wir die Seriennummer, die letzte Ziffer, auf 2 geändert und mit dem Button Übernehmen bestätigt. Wenn du die Änderungen durchgeführt hast, liest du zum Schluss noch den Fehlerspeicher aus, um sicherzustellen, dass auch alles richtig funktioniert hat. Dafür navigierst du im Diagnose-Interface auf den Menüpunkt Fehlerspeicher 02. Wenn keine Fehlercodes vorhanden sind, ist das Anlernen der Batterie abgeschlossen. Der Batteriewechsel bei diesem Skoda Kodiaq erfolgt, wie du siehst, kinderleicht. Bei VAG-Modellen, Audi, Volkswagen, Seat und so weiter sind die Arbeitsschritte im Prinzip gleich. Mit dieser detaillierten Anleitung bist du jetzt in der Lage, neben dem klassischen Ausbau und Einbau der neuen Batterie, diese auch mit Hilfe von VZDS zu codieren. Ein Blick in den Fehlerspeicher und das Anlernen des Lenkwinkelsensors komplettieren den Prozess und sparen dir viel Geld. Du sparst dir genauer gesagt damit Unsummen und musst zusätzlich auch auf keine freien Termine in der Werkstatt hoffen. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.